So, angekommen in Calgary und super schnell auch durch die Zollkontrolle gekommen. Attention, Das kennen wir ja. do not cross. Attention, ne pas traverser. Hallo Leute, eigentlich wollte ich meine Reise nach Kanada gar nicht nochmal filmen, da ich so oft im Flugzeug saß. Aber es gibt dann doch ganz gute Gründe darüber zu erzählen. Ich wollte eigentlich wirklich nicht die erneute Reise im Flugzeug filmen, weil es ja Quatsch ist, euch ständig die gleichen Aufnahmen von Fliegern und Flughäfen zu zeigen. Aber wie ihr vielleicht jetzt schon im Hintergrund seht, das ist eine ungewohnte Umgebung, die es bisher noch nicht zu sehen gab. Und ja, ich befinde mich hier gerade in Frankfurt in einem Flughafenhotel. Und warum ich hier bin, das erkläre ich euch jetzt. Meine Rückreise nach Kanada stand von vornherein unter einem schlechten Stern. Pleiten, Pech und Pannen, könnte man sagen. Die Rückreise war eigentlich für den 13. Januar ausgesucht. Das ist Freitag der 13. gewesen. Und der hat mir tatsächlich kein Glück gebracht. Der ursprüngliche Plan wäre gewesen, Freitag den 13. einen Flug von Leipzig nach Frankfurt zu bekommen. 11 Uhr wäre der in Leipzig abgeflogen, doch dieser wurde durch Tiefegern gecancelt. Und dadurch wurde meine ganze Reise erstmal um einen Tag verschoben. So viel zum Anfang. Bei diesem Fiasko sollte es aber nicht bleiben, denn am Folgetag bekam ich zwar meinen Flug nach Frankfurt, dieser hatte aber 50 Minuten Verspätung und damit war es furchtbar knapp, meinen Anschlussflug nach Kanada zu bekommen. Calgary war meine Zielstadt. Ja, dummerweise habe ich aber noch einen kleinen Fehler selber gemacht, denn ich habe ignoriert, dass ich eine ETA brauche, eine Electronical Travel Authorization. Die braucht man jetzt neuerdings, um nach Kanada einzureisen. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass mein Arbeitsvisum, was ich ja habe, auch dafür gültig ist. Das stimmt leider nur nicht. Und vollkommen unvorbereitet hat man mich dann nicht mehr auf den Flug nach Calgary einchecken lassen. Ich habe dann zwar noch schnell versucht, auf dem Smartphone eine ETA zu beantragen und es hat auch wunderbar funktioniert. Innerhalb von 5 Minuten habe ich die bekommen. Aber ich hätte wahrscheinlich nur 3 Minuten brauchen dürfen und der Flieger war dann weg. Lange Geschichte kurz, der Weg führte mich dann zum Service-Schalter von der Lufthansa und nach einigem Hin und Her wurde ich dann wieder in den Folgetag gebucht, wieder den Flug Calgary und dann von Calgary nach Edmonton. Aber ich muss 24 Stunden hier warten, ich muss eine Umbuchungsgebühr bezahlen und ja, wie ihr jetzt seht, bin ich in einem Hotelzimmer, also auch ein Hotelzimmer noch bezahlen. Was für Lehrgeld. Mittlerweile habe ich mich schon wieder quasi so ein bisschen beruhigt. In der Situation war es ein Albtraum. Was soll man machen? Und deswegen machen wir jetzt einfach das Beste aus der Situation und ich zeige euch einfach mal hier noch meine schönen 4 Wände. Ja, hier seht ihr jetzt auch schon das Zimmer. Schönes großes Bett, mehr als genug Platz für mich alleine. Im Hintergrund noch ein kleiner Sessel und Beistelltisch. Auf der anderen Seite, hier, ein Fernseher, Abstellplatz, kleiner Schreibtisch, wenn man so will. Also wirklich mehr als ausreichend für diese Nacht. Der Blick nach draußen, naja, könnte besser sein, aber was für einen Blick will man erwarten bei einem Flughafenhotel? Bei mir geht es jetzt in meinem Fall Richtung Einfahrt des Hotels, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber, Quatsch. Darüber hinaus kann man die Fenster sowieso nicht öffnen, denn man würde den ganzen Kram vom Flughafen hören. Viel, viel interessanter hingegen ist das Bad, denn ich finde, es ist doch sehr, sehr hübsch und modern. Ich habe eine Dusche, ein schönes Waschbecken, alles in so ein gräuliches Holz. Die Optik da, das gefällt mir ganz gut. Es ist auch sauber. Und die Tür zu verschließen ist eine matt gehaltene Glastür. Also wirklich sehr modern gehalten. Ich bin zufrieden. Und ja. Ja, wie ihr seht, hier kann man es aushalten. Frühstück ist auch noch inbegriffen. Das ist gut. Da kann ich mich morgen vorm Flug nach Calgary nochmal ordentlich stärken.
Wenn jetzt noch ein bisschen mehr Zeit und mehr Lust von meiner Seite gewesen wäre, hätte ich auch noch Nutzen vom Fitnesscenter und von der Sauna machen können. Mit mehr Zeit hätte man auch das Angebot annehmen können, dass man mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Frankfurt fährt. Das ist 12 Kilometer von hier entfernt. Das wäre auch mit drin gewesen. Also von daher kann man wirklich sagen, guter Service vom Hotel bisher. Und wir sehen uns einfach morgen früh beim Frühstück wieder. Guten Morgen! Ausgiebiges Frühstück habe ich jetzt verspeist, auch eine Kleinigkeit vorbereitet, noch für die Reise. So gestärkt sollte der Tag eigentlich nur noch besser werden können. Ich trinke jetzt noch meinen Orangensaft aus und packe dann eigentlich im Zimmer auch schon alles zusammen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Fernsehen schauen. Und dann fahre ich auch am besten gleich schon zum Flughafen. Und werde vielleicht ein bisschen Zeit noch im Duty-Free-Bereich verbringen. Denn irgendwie sind meine ganzen Kosmetiksachen nicht in meinem Handgepäck. Und deswegen konnte ich mich nicht eincremen und Deo gibt es auch nicht. Mal schauen, ob man da vielleicht im Duty-Free-Bereich ein bisschen was ausprobieren kann. So, mittlerweile bin ich am Flughafen angekommen. Bustransfer hat super funktioniert. Jetzt geht's weiter, aber ich habe ja noch mehr als 2 Stunden Zeit, also können wir noch ganz entspannt bleiben. Alles prima funktioniert. Einchecken hat 1A geklappt. Ich habe 2 neue Tickets. Ich werde mich jetzt schon mal Richtung Security-Kontrolle bewegen und dann den Rest meiner freien Zeit, denke ich mal, im Duty-Free-Bereich absitzen. Umziehen dann auch noch und so. Ja Leute, ich habe es endlich in den Flieger nach Calgary geschafft. Und die erste Hälfte der Zeit ist auch schon vorbei. Also der Rest geht jetzt auch noch vorbei. Es gab schon Essen, es gab auch Eis als Dessert. Also gar nicht so schlecht. Wie gesagt, jetzt geht's weiter. Ich mache es mir wieder bequem. Meine Noise Cancelling Kopfhörer funktionieren ziemlich gut. Ich bin begeistert. So, in Calgary bin ich jetzt angekommen, super schnell durch die Passkontrolle auch gekommen und jetzt kann ich auch schon weiter zu meinem Gate. Und schwuppdiwupp bin ich jetzt auch schon wieder auf dem Edmonton Airport. Jetzt nur noch das Gepäck holen und dann geht's zum Bus.
ist safe, jetzt geht's zum Bus. Endlich in der Wohnung angekommen, jetzt noch schnell unter die Dusche und dann endlich ins Bett. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es eigentlich immer wieder das gleiche ist mit dem Fliegen. Wenn ja, schaut einfach das nächste Mal wieder rein. Ciao!